Guten Morgen. Was kann Europa für Sicherheit und Frieden tun? Ganz herzlich willkommen, liebe Studierende, liebe Gäste, zu unserer Gesprächsrunde an diesem Morgen. Und wir sind alle in Gedanken in der Ukraine, bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, die in großer Sorge sind und in großer Gefahr. Und wir haben ja am Dienstag über Sein und Bewusstsein auch gesprochen. Wir sind so dominiert durch das Sein im Moment, wollen uns aber hier in der Konferenzwoche dem Bewusstsein nähern. Und um dieses zu schärfen, haben wir zwei Gäste, Frau Catherine Klüver-Ashbrook und Professor Tobias Lenz. Ich freue mich sehr, dass beide heute Morgen dabei sind, um hier diesen wichtigen Fragen nachzugehen. Als erstes die Frage an die Kollegin Catherine. Hätten wir es kommen sehen müssen? Wir hatten viele Signale. Wir haben Signale gehabt 2008 in Georgien mit der Besetzung. Wir haben Signale gehabt in 2011 mit dem Syrienkrieg und unendlichem Leid. Wir haben 2014 erlebt, wie die Krim, Donetsk und Luhansk besetzt wurden. Und wir haben 2022 den 24. Februar erlebt. Hätten wir ihn kommen sehen müssen, hätten wir ihn vermeiden können. Ja, das ist die ganz kurze Antwort. Also wir haben, und es fängt sogar noch früher an, Sie haben jetzt eine schöne Zeitleiste gemacht, aber ich würde sagen, das fängt sogar schon 2001 an mit dem Tschetschenienkrieg. Wir hätten da schon sehen können, wie ein russischer Präsident den internationalen Terrorkrieg damals pervertiert hat und im Grunde genommen das zu tun oder den Anfang zu leisten von dem, was wir jetzt quasi als Imperiallogik nochmal ganz klar ausgemacht haben, nämlich um Russland einen Kreis zu ziehen, zumindest gefrorener oder eingefrorener Konflikte, die Länder im früheren, also aus dem früheren sowjetischen Einflussbereich da einfrieren oder halten, sodass sie sich nicht quasi voraus oder voran bewegen können. Nicht wirklich in die Richtung der NATO, nicht wirklich in die Richtung der EU. Das war eine Politik, die damals schon anfing. Und was wir in der Zeit gemacht haben, ist, wir haben im Grunde genommen weggehört. Wir wissen oder wir erinnern uns jetzt ja alle sehr schmerzhaft fast an die Rede von Wladimir Putin 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er genau diese Pläne deutlich gemacht hat. Und ich war im Raum 2015, als Sergei Lavrov diese Ideen nochmal unterstrichen hat und den Verfall des Westens, wenn wir jetzt über Werte sprechen, oder die Nichthaltbarkeit des Westens da unterstrichen hat, uns in den ersten 2 Absätzen schon Korrumpierbarkeit vorgeworfen hat. Und de facto ist es so, dass wir uns in der Abhängigkeit zu russischem Öl und Gas und zu einer Politik, die wir auch in dem Verhältnis zu China lange aus der Bundesregierung gesehen haben, nämlich diese Idee, und die grundsätzliche Idee Wandel durch Handel, dass man immer wieder, gerade weil Russland so ein großer Nachbar ist und eben doch viele wirtschaftliche zumindest Prozesse auch beeinflussen konnte, dass man sich da wieder immer in das Gespräch, in die Diplomatie reinlehnen müsste. Wir denken an den Reset with Russia, den die Obama-Administration 2009 angefangen hat. Also immer wieder haben wir quasi versucht, Russland einzubinden, haben dann immer wieder erfahren, dass Russland da nicht mitmachen wollte. Wir denken auch zum Beispiel an die Verletzung des INF-Abkommens, des großen Atomabkommens, das dann Präsident Trump aufgekündigt hat. Aber wir haben aus verschiedenen Gründen, auf die wir später eingehen können, das, was Russland uns eigentlich klar signalisiert hat und eben schon seit 1999 klar signalisiert hat, sind wir nicht wirklich drauf eingegangen. Und das scheint jetzt sehr große Fehler gewesen zu sein. Umgekehrt aber ist es erstaunlich, wenn wir das positiv drehen, und das wollen wir ja vielleicht in diesem Gespräch, wie schnell Europa dann doch hat reagieren können, und zwar nicht nur die Europäische Union und die NATO, sondern eben auch einzelne Mitgliedsländer und jetzt noch viel interessanter vielleicht, denn wir haben einen Krieg im 21. Jahrhundert, einzelne Firmen und einzelne andere Akteure. Und da stellt sich doch heraus, dass wir jetzt in einer anderen Sorte Kriegsgeschehen sind, als wir es vielleicht aus dem 19. oder 20. Jahrhundert kennen. Professor Lenz, wie schätzen Sie die Lage ein? Das war ja ein sehr klares Statement, sehr ehrlich, scharf in der Analyse und durchaus den Spiegel uns vorhaltend. Wer nicht sehen will, muss fühlen.
Ja, ich schließe mich den Ausführungen der Kollegin insofern an, als ich denke, es gab ausreichend Signale, die man hätte deuten können, in der Richtung, in der sich die Ereignisse jetzt entwickelt haben. Die Geschichte hat es nun mal an sich, dass sie im Rückblick immer sehr viel klarer und linearer erscheint, als sie sich für die handelnden Akteurinnen und Akteure in dem jeweiligen Moment darstellt. Und ich glaube, einer der Gründe, warum das jetzt doch für viele handelnde Akteure, zumindest in Westeuropa, so überraschend kam, ist der, dass die Ukraine und diese Invasion der Ukraine noch einmal eine Eskalation der Politik der kleinen Schritte darstellt, wenn man so will, die Putins Russland jetzt seit einiger Zeit verfolgt, die in einer gewissen Hinsicht eine neue Dimension hat. Insofern möchte ich auch die verteidigen vielleicht oder zumindest Verständnis zeigen für die, die das nicht so klar haben kommen sehen, weil mir doch scheint, dass viele nicht damit gerechnet haben, mir eingeschlossen oder ich eingeschlossen, dass Putins Russland bereit wäre, also ein europäisches Land im Herzen Europas an der unmittelbaren Grenze sowohl zur NATO als auch zur Europäischen Union in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg dort einzumarschieren. Und wir sehen das. Und wenn man nochmal den Rückblick jetzt auf die letzten Tage nimmt, wir haben ja eine ganz beachtliche Regierungserklärung durch Bundeskanzler Scholz am Sonntag erlebt. Wenn wir aber nur eine Woche zurückdenken, war ja die Position von Deutschland und genauso auch der Schweiz, erscheint uns ja völlig unhaltbar, wenn wir an letzten Donnerstag und Freitag denken. Was führte zu dieser schnellen Erkenntnis der deutschen Bundesregierung und auch von anderen Ländern, die Nähe zu Russland immer gesucht hatten? Das ist ein ganz beachtlicher Politikwechsel in Grundüberzeugungen, in Haltungen, in Werten, der uns heute, wenn er nicht eingetreten wäre, sozusagen als ein ganz großes Problem erscheint. Ja, wir warteten darauf, und wir sehen das ja auch an den vielen Akteuren in der Zivilgesellschaft, wie wichtig es ist, keine Neutralität zu Demokratie, Rechtsstaat, Frieden und Freiheit zu haben, sondern eine klare Position. Aber wie erklären wir uns das doch die schnelle Wende vom letzten Wochenende? Achso, ich fange an. Das wäre wunderbar, Frau Klöver-Eschbrock. Das mache ich. Das mache ich sehr gerne. Ich glaube, das liegt ganz klar in der Tatsache, dass die Ukraine dann im Moment des wirklichen Angriffs Russlands gesehen wurde als stellvertretendes Land für die gesamte westliche internationale Ordnung oder vom Westen aufgebaute internationale Ordnung, die aber natürlich jetzt einen ganz großen Teil des Globuses mit einnimmt. Denn natürlich ist im Grunde genommen die Wende der Schweiz fast noch erstaunlicher als das, was die Bundesrepublik geleistet hat. Aber umgekehrt gehen wir noch mal eine halbe Woche nach vorne. Die Tatsache, dass Japan, dass Australien, dass Länder im indopazifischen Raum sich angeschlossen haben, dem internationalen Sanktionenregime, mehr noch, dass zum Beispiel Japan und Australien gleich Flüssiggaslieferungen für Europa in die Bresche geworfen haben, will doch sagen, dass verstanden wurde global, dass es in der Ukraine und mit dieser Sorte Angriffskrieg darum geht, eine westlich gegründete, aber nun global geltende Weltordnung, die über 70 Jahre gehalten hat, die dafür gesorgt hat, viele Teile dieses Planeten in Sicherheit, Frieden und Prosperität zu bringen, dass diese Ordnung wirklich hier sinnbildlich mit der Ukraine auf dem Spiel steht. Und ich glaube, das hat schlussendlich auch diese Bundesregierung bewegt, zu sehen oder vielleicht sich auch gerade in dieser Konstellation auf die Argumentation zu besinnen, die damals beim Kosovo-Einsatz gebracht worden sind. Weil da erinnern wir auch, da gab es keine UN-Resolution, es war im Endeffekt dann eine NATO-Mission, aber die Argumentation des damaligen deutschen Außenministers Joschka Fischer war zu sagen, aber über allem muss doch die Idee stehen, dass wir quasi nie wieder Krieg im Herzen Europas haben und nie wieder Auschwitz. Und wir denken auch jetzt an die humanitäre Situation in der Ukraine, die deutlich schlimmer wird.
Und heute natürlich ganz klar noch die Potenzierung. Und wir sprechen jetzt mit vielen jungen Menschen, aber ich denke an die einschneidenden Momente in meiner Jugend. Und es war zum Beispiel eben auch 1986 der nukleare Unfall in Tschernobyl. Und wenn ich aufwachen muss und hören muss, dass das größte Energiewerk mit nuklearem Anteil in Saporischschja angegriffen worden ist und von Russen eingenommen wird, dann kommen bei mir ganz starke, auch fast traumatische Erinnerungen an diese Zeit, an der ich 10 Jahre alt war und es sich das erste Mal wirklich in meinem Leben sich wie eine Bedrohung anfühlte. Also die Tatsache, dass diese Bedrohungslage sich so summiert hat, hat einfach für eine Zwangssituation gesorgt, die dann quasi unsere Regierung, aber eben auch Regierungen auf der ganzen Welt vor eine wirkliche essentielle Frage gestellt hat: Wie halten wir es denn wirklich mit unseren Werten? Wie halten wir es mit anderen Menschen? Wie halten wir es mit dem Zusammenhalt der liberalen Weltordnung, auf die wir seit über 70 Jahren unser System fußt? Professor Lenz, wie schätzen Sie das ein? Welche Erklärung hat die Politikwissenschaft für diese grundlegende Wende? Wir haben es sehr eindrücklich gehört, auch nochmal mit den emotionalen Bezügen, die jeder von uns in der einen oder anderen Weise hat. 86 Tschernobyl heute Morgen oder auch die 79, die Besetzung von Afghanistan vor den Olympischen Spielen 1980. Es gibt viele dieser Momente, an die sich die Generationen erinnern können. Wie erklärt sich die Politikwissenschaft in Deutschland diesen großen Schritt? Weil das ist ja ein großer Schritt auch für die Ampelkoalition insgesamt, den so wie zu Beginn von Rot-Grün in 98, 99 niemand zugetraut hätte. Der erste NATO-Einsatz, haben wir jetzt sozusagen ein klares Bekenntnis auf andere Weise zu nie wieder Auschwitz und zu Sicherheit, Frieden und Freiheit. Also ich glaube, es gibt 2 Erklärungsansätze. Das eine ist ein psychologischer, der also sagen würde, dieser Konflikt ist von seinem Umfang her deutlich weniger beschränkt, als das vielleicht andere, kleinere Konflikte waren, auch in der Ukraine selbst, mit der Annexion der Krim oder dann der Invasion von Teilen des Donbass. Das heißt, wir haben es mit einem unmittelbaren Angriff auf die Hauptstadt der Ukraine zu tun. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Und ein zweiter wichtiger psychologischer Faktor scheint mir zu sein, die unmittelbare Nähe, die ich eben schon kurz angesprochen habe. Ja, also sozusagen diese unmittelbare Nähe, die unmittelbare Betroffenheit, die sich daraus ergibt, die Angst, die sich auch daraus speist. Ich glaube, das erklärt in Teilen, warum Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt diesen weitreichenden Schritt gemacht hat. Ein etwas politischerer Erklärungsansatz wäre zu sagen, es gab über die Frage, wie mit Russland umzugehen ist, in der internationalen Allianz, aber auch in der deutschen Innenpolitik selbst, Streit. Also seit vielen Jahren im Grunde Diskussion darüber, was der richtige Umgang ist. Diejenigen, allen voran die USA natürlich, aber auch Teile der CDU in der deutschen Innenpolitik, waren immer der Ansicht, dass es einer härteren Gangart vis-à-vis Russland bedarf, sozusagen diese imperialen Ambitionen des russischen Präsidenten früher einzuhegen. Die haben sich nie so recht durchgesetzt. Und wie das dann häufig so ist, besonders auffallende, große, sozusagen unmittelbar wahrgenommene, auch politische Ereignisse führen dann dazu, dass sich das Machtgleichgewicht verschiebt und plötzlich die Position, die lange abgetan wurde, als die plausiblere erweist. Ja, und ich glaube, das ist in den vergangenen Tagen, also in den ersten Tagen des Krieges letzte Woche dann tatsächlich passiert. Dass sich gezeigt hat, diese Position hat mehr für als gegen sich. Und das hat dann zu dieser Machtverschiebung geführt. Sehr interessant. Wir werden hier noch jetzt einen Blick nach vorne lenken und zugleich möchte ich die Studierenden einladen. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zwar sozusagen über ein Online-Tool. Eine Kollegin hier wird die Fragen sozusagen auf dem Event aufnehmen und dann hier unmittelbar
herspielen, sodass wir in den Dialog treten können. Das heißt, wenn Sie anfangen würden, Fragen zu stellen, dann haben wir hier eine dritte und sozusagen die letzte Frage nur an unserem Tisch. Wir haben in die längere Vergangenheit geblickt, wir haben in die unmittelbare Vergangenheit geblickt. Wenn wir es wagen würden, in die Zukunft zu blicken, was können aus Ihrer Sicht, was können wir tun, was können Studierende tun, was können wir hier in Lüneburg tun für Freiheit, Frieden, Sicherheit? Wir beobachten viele Aktivitäten. Hier auf dem Campus gibt es Sammlungen, am Marktplatz in Lüneburg ist rund um den Brunnen sind Wünsche, Solidaritätsbekundungen sichtbar. Wir sehen eine ganze Reihe von anderen Universitäten aktiv. Also wir sehen eine Zivilgesellschaft, die sich auf eine Weise einsetzt für unsere grundlegenden Werte, was eine unglaublich starke Hoffnung macht. Und darum ist eben die Frage, was wären die aus Sicht der Expertin und des Experten das, was zu tun ist? Und vor allem, wie können wir lange durchhalten? Weil das wird nicht ein Konflikt von Tagen sein. Wir müssen uns auf eine lange Periode einstellen und diese gemeinsam bewältigen. Dann bin ich guter Hoffnung, aber sozusagen, es ist kein leichter Weg. Wenn wir vielleicht damit noch beginnen, und Frau Klüver-Eschbrock, Sie haben natürlich wieder das erste Wort. Also ich glaube, das Erste ist wirklich die intellektuelle Freiheit und das intellektuelle Leben in der Ukraine zu beschützen, beziehungsweise also gerade auch als Institution, Leuphana, jede Universität im erweiterten Westen sollte jetzt den Anspruch haben, gerade auch den Universitäten, und ich denke an Herrn Zelensky, der über die verschiedenen Städte in der Ukraine sprach, über die vielen Universitäten, technische Universitäten, verschiedene Ausbildungsstätte, die es gibt. Wir dürfen es nicht, also wir dürfen den Generationen, die quasi jetzt die Studierenden waren, die Professoren waren, die Intellektuellen waren, dürfen wir die Zeit nicht wegnehmen. Wenn die Europäische Union sagt, Menschen dürfen bis zu 3 Jahre in europäischen Ländern der Europäischen Union bleiben, dürfen arbeiten, bekommen andere Privilegien oder bekommen jetzt nun leichtere Privilegien, als wir es damals sogar bei den Syrien-Flüchtlingen möglich gemacht haben. Das muss jetzt viel schneller gehen. Und ich finde, da sind unsere Universitäten auch gefragt, wirklich die Arme aufzumachen und quasi universitären Betrieb weiterführen zu können, Studierenden die Möglichkeit und über Sprachkurse und alle Dinge, die dazugehören müssen, diesen Menschen ihre weitere Ausbildung zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, etwas ganz Konkretes, was 1:1 sich realisieren lassen müsste. Das andere ist natürlich wirklich die Zivilgesellschaft so zu unterstützen. Und wir sehen gerade, wie zum Beispiel jetzt der Informationsfluss in Russland wieder eingeschränkt wird. Heute Morgen oder in unseren frühen Morgenstunden hat der russische Präsident wieder eine Informationseinschränkung eingeführt, in der nicht über den, in Anführungszeichen, Krieg gesprochen werden darf. Da muss es darum gehen, und weil wir jetzt uns an einem Konflikt des 21. Jahrhunderts befinden, sich zu engagieren für offene Informationen, für Austausch, für Dialog, für technische Möglichkeiten, auch Informationen in beschränkte in Informationsdürren hereinzutragen und umgekehrt sich immer wieder zu fragen, selbst auch individuell, ist die Information, die ich aufnehme, eigentlich die richtige? Wie schütze ich mich? Wie schütze ich mein Umfeld vor Desinformation? Wie kann ich mich da engagieren? Also nachhaltig quasi diesen Teil des Grundstocks der Demokratie, nämlich die Tatsache, dass wir ein gemeinsames Verständnis von Fakten haben und von Realitäten haben, auch hier zu unterstützen und viel in den Dialog zu gehen. Und dann umgekehrt das, was mich wirklich sehr bewegt hat, als ich jetzt hier nach Berlin geschaut habe, an den Berliner Bahnhof, gestern die Bilder der vielen Menschen, die ganz konkret andere Menschen aufnehmen wollten, die auf der Flucht waren. Und ich glaube, wir haben eben über die Historie gesprochen, auch die Historie unseres eigenen Landes. Das ist im Grunde genommen jetzt ein historischer Zyklus, dass auch dort Deutschland das tut, was es eben geschichtlich in der Vergangenheit nicht hat tun können, nämlich da die Menschlichkeit zu beweisen und sich diese Menschlichkeit zu behalten. Die werden wir ganz klar brauchen, denn wenn wir sehen, wir haben zurzeit 1 Million Geflüchtete, werden diese Zahlen doch sehr, sehr viel größer
größer werden. Und wie gesagt, es ermöglichen diesen Menschen, dass dieser schreckliche Einschnitt, der es nun immer bleiben wird, dass der keine langfristig gravierenden Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung dieser Menschen hat. Dafür können wir auf ganz verschiedene Art und Weise etwas tun. Unsere Universitäten, unsere intellektuellen Hochburgen, aber eben auch ganz persönlich. Und da gilt es, sich zu engagieren und da nicht die Hoffnung zu verlieren. Denn es ist in der Tat sehr schwierig, hier in dieser Situation optimistisch zu bleiben. Aber ich glaube, wenn man sich selber reinlehnt in das, was man tun kann, dann kann man sich auch das Quäntchen bewahren. Ja, ich schließe mich diesen Ideen an. Also es ist natürlich in der momentanen Situation wichtig, Solidarität zu zeigen, indem man sich engagiert, für den Frieden eintritt, auch praktische Hilfe leistet. Ich habe jetzt verschiedentlich gehört, dass es Hilfskonvois gibt und so weiter. Man kann spenden, es werden Hilfsgüter in die Ukraine geliefert und so weiter. Dem kann man sich anschließen. Das ist wichtig. Das gibt den Menschen in der Ukraine, glaube ich, das Gefühl, sozusagen nicht alleingelassen zu sein, Unterstützung zu erfahren, auch wenn die Situation schwierig und schrecklich ist und viele Menschen viel Leid erfahren müssen. Eine politische Dimension dieses Einsatzes für den Frieden ist es, glaube ich, und das möchte ich hinzufügen noch, diesen Politikwechsel, der sich jetzt andeutet, insbesondere in Deutschland, gesellschaftlich abzusichern. Das heißt, gerade in Demokratien richtet sich Politik nicht zuletzt danach, was große Teile der Bevölkerung denken. Und es gab im Kalten Krieg immer wieder die Sorge davor, dass sozusagen die Gesellschaft politische Optionen nicht mittragen könnte. Ja, das war beim NATO-Doppelbeschluss so, das war in Kriegen in Vietnam und so weiter so, wo es starke gesellschaftliche Mobilisierung dagegen gab. Und das schränkt politische Optionen ein. Das heißt, wenn wir jetzt eine starke politische Mobilisierung für diesen Politikwechsel haben, für sozusagen nicht nur eine diplomatische Solidarisierung mit der Ukraine, sondern tatsächlich auch eine militärische, dann, glaube ich, gibt das der Politik zusätzliche Handlungsmöglichkeiten und macht es deutlich einfacher, diese Ziele, die Olaf Scholz letzten Sonntag formuliert hat, tatsächlich auch konkret umzusetzen. Denn die Gefahr, denke ich, besteht nach wie vor, dass wenn dieser Konflikt, und das wird irgendwann der Fall sein, vermutlich in wenigen Wochen, vielleicht in wenigen Monaten vorbei sein wird, die Frage, ob sich dann dieses Bewusstsein und dieser Wunsch danach, also die westliche Militärallianz zu stärken, so aufrechterhalten lässt. Und ich glaube, da spielt eben gesellschaftliche Unterstützung eine wichtige Rolle. Also diese gesellschaftliche Absicherung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn wir an die großen Integrationsschritte sehen, die Integration über den Euro in Europa und auch die Solidarität vor 10 Jahren mit Griechenland, die Solidarität mit Syrien und syrischen Flüchtlingen, dann haben wir ja jetzt auch wieder eine Integration und Solidarität. Und das gut abzusichern. Ja, wir sind ja alle sehr erfreut zu sehen, dass über alle Gesellschaftsschichten, von Einzelpersonen bis zu Unternehmungen, von Kommunen bis zur Bundesebene, Studierende und viele weitere sich darum kümmern. Und das gibt schon eine ganz starke Hoffnung. Eine so starke Mobilisierung und gesellschaftliche Absicherung haben wir schon lange nicht gesehen, aber wir müssen natürlich an der mittleren Frist arbeiten. Jetzt gibt es ja einen Vorschlag der Ukraine mit diesem Bild an dem einzelnen Tisch, Zelensky mit 2 Beratern, die den Antrag unterschrieben haben für die EU-Mitgliedschaft. Und das ist auch die erste Frage, die bei mir eben eingegangen ist. Wie sehen Sie die Chancen, dass die EU doch einem schnelleren Eintrittsverfahren zustimmt? Und welche Veränderungen könnte das auch in Struktur und ich würde sogar ergänzen, in Struktur und Politik der EU anstoßen? Das war die erste Frage von Studierenden, die hier eingegangen ist. Und das ist ja eine zentrale, wenn wir an die Ausgangsthese von Ihnen noch mal denken, mit dem Eingefrorensein. Ja, nicht links, nicht rechts dürfen, sozusagen in diese Idee des Cordon sanitaire, der eben zu lang und zu weit zurückreicht und jetzt zu diesem Konflikt geführt hat. Wie sehen Sie diese Chancen hier, die Frage aus dem Kreis der Studierenden?
Also auf der anderen Seite, ich fange mal vielleicht mit der russischen Perspektive auf diese Perspektive an. Denn ich habe immer das Argument vertreten, dass es Wladimir Putin nicht hier um die NATO geht, denn sonst hätten wir um die ganzen militärischen Forderungen, die er in seinen Forderungskatalog geschrieben hat, sehr wohl verhandeln können. Und das war ja auch das, was die Amerikaner und die Europäer in den Wochen und fast Monaten hin zu diesem Angriffskrieg auch verfolgt haben, sondern dass es Wladimir Putin viel mehr um die Bedrohung der Demokratie geht. Und nichts geht mit der EU besser einher oder ist mit der EU gleichzusetzen als eine starke Demokratisierung und die Kapazitäten der 27 Mitgliedsländer nochmal hervorzuheben. Und ich glaube nicht, und daher kann ich mir auch nicht diese Lösung vorstellen, dass Donetsk und Luhansk und die Krim rausgelöst würden aus der Ukraine und man dann versuchen würde, entgegen der Grundsätze der Europäischen Union, also weil natürlich diese Konflikte innerhalb dieser Regionen immer wieder aufkommen könnten, wenn man sie loslösen würde oder in irgendeiner Weise finnlandisieren würden, neutral machen würden. Das wäre für die Europäische Union vermutlich ein zu großes Risiko und würde eben auch ganz grundsätzliche Prinzipien der Europäischen Union verletzen. Wenn es da eine solche Lösung, ich kann mir also umgekehrt nicht wirklich vorstellen, dass Russland das in der Tat annehmen würde, selbst wenn Sergei Lavrov das vor einigen Tagen hat einfließen lassen in ein Statement. Umgekehrt ist es aber so, dass wir natürlich einen lang gewachsenen Prozess einer solchen Aufnahme in die Europäische Union haben. Es ist extrem technisch, es geht immer um viele Kapitel im Acquis communautaire. Ich war 2004 zur historischen Erweiterung der Europäischen Union in Brüssel, habe dort gearbeitet. Da hat der Künstler und Architekt Rem Koolhaas einmal den ganzen Acquis communautaire aufgebaut am Place Robert Schuman. Und das war ein fast 2 Meter langes Buch, an dem man vorbeigehen musste. Und wir wissen alle, dass also einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union eben die Verhandlungen dieser verschiedenen Kapitel gehören, von einer gemeinsamen Agrar- und Lebensmittelpolitik, wenn man so möchte, und hin zu allen anderen Kapiteln, dem also auch die schwierigen Kohäsionskapitel, die abgeschlossen werden müssen. Die Europäische Union ist eine unglaubliche Bürokratie und selbst wenn wir jetzt in den einzelnen Punkten eine historische Schnelligkeit beobachten können, kann ich mir nicht vorstellen, denn eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union, Brexit dann quasi mal ausgeschlossen, soll ja in Anführungszeichen auf Jahrzehnte nach vorne gehen und soll die Europäische Union von innen verstärken. Und das wird eben doch dann deutlich schwieriger, wenn andere grundsätzliche Fragen über den Status der Ukraine, über die territoriale Integrität der Ukraine weiterhin ungelöst bleiben. Deswegen sehe ich da mitnichten leider einen Prozess, wie man das schneller, quasi wie man dort wirklich katalytisch arbeiten könnte. Einfach weil die Europäische Union als Konstrukt so ist, wie sie ist und eben diese ganz grundsätzlichen Prinzipien auch wichtig sind. Sonst wären wir auch in anderen Ländern oder mit anderen Ländern schon schneller vorangekommen. Wichtig ist aber umgekehrt, also anders als zum Beispiel beim Beispiel der Türkei, dass die Europäische Union sehr klar und jetzt nachhaltig dafür sorgt, dass dieser Prozess voranschreiten könnte oder zumindest technisch voranschreiten könnte. Denn zusätzlich zu der Signalwirkung muss eben auch das erweiterte, also über quasi die Assoziierungsabkommensschiene hinaus, dass da man das Gefühl hat, die Ukraine ist in einem Prozess oder wird eingebunden in einen Prozess, wo sie eben auch mitreden kann, wo es einen wechselseitigen Austausch gibt. Das muss sehr wohl sein, aber ich kann mir umgekehrt, wie gesagt, nicht vorstellen, wie es zu einem schnelleren Prozess kommen kann angesichts dessen, was wir einfach im Acquis und im Prozess festgelegt haben und was eben auch für die Integrität der Union nachhaltig wichtig sein muss. Ich schließe mich dieser Einschätzung an. So verständlich es ist, jetzt in der momentanen Situation darüber befinden zu wollen, vielleicht Signale zu senden, dass man Putins Russland jetzt entschiedener entgegentritt, ist das, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt darüber zu sprechen. Also wenn das wirklich ins Auge gefasst werden sollte, eine Mitgliedschaft der Europäischen Union, würde ich stark dafür plädieren, das zu tun,
wenn eine irgendwie geartete diplomatische Lösung dieses Konfliktes gefunden ist, um dann mit etwas kühlerem Kopf sozusagen abwägen zu können, was dafür und was dagegen spricht. Mal abgesehen davon, was ja vollkommen richtig ist, dass das ein langwieriger Prozess ist, der also Jahre beinhaltet und insofern keine unmittelbare Lösung jetzt für die Frage des Umgangs mit der Ukraine bietet im Rahmen dieses Konfliktes. Gibt es zu viele ungeklärte Territorialfragen in der Ukraine, die abgesichert werden müssten. Und die Frage, wie die russische Seite auf diese Frage, also auf eine mögliche Aufnahme blickt, halte ich auch für wichtig. Natürlich kann Russland kein Veto beanspruchen jetzt über die Frage der Ukraine-Aufnahme. Nichtsdestotrotz geht es ja auch um die Frage, wie schaffen wir es, eine Ordnung in Europa zu etablieren, die eine gewisse Stabilität beanspruchen kann. Und da scheint es mir nicht klug, Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise sozusagen ganz neue Spannungen schaffen. Also aus dem Grunde bin ich auch eher vorsichtig, was diesen Vorschlag angeht, die Ukraine jetzt in die EU aufzunehmen. Und zwar möglichst schnell aufzunehmen. Das ist, ich glaube, Ihre Bedenken sind sehr gut verständlich vor der Grundaussage von Ihnen, Frau Klöver-Eschbrock. Im Kern geht es um die Demokratie und die Gefahr, die von der Demokratie für Putin ausgeht. Und dass eben in der Ukraine verglichen zu Russland die Demokratie eine ganz andere Stärke hatte, sonst wäre Zelensky nicht zum Präsidenten gewählt worden. Das muss man immer sich vor Augen halten. Und das ist, ich glaube, der Kern, das ist der Grund des Konfliktes. Und darum ist sozusagen, wie wir das erreichen können, das braucht die Debatte. Und genau in diese Debatte steigt hier eine nächste Frage aus dem Kreis der Studierenden ein. Wie bewerten Sie die getroffenen Sanktionen? Gehen diese weit genug und werden die Sanktionen die gehoffte Wirkung entfalten? Also die kurze Antwort hier ist ja, mit Zeit. Und das ist eben das Problem, wenn wir uns anschauen, wie gesagt, Konflikte im 21. Jahrhundert laufen anders, als wenn wir zurückblicken in die historische Analyse anderer Großkonflikte oder anderer Aggressionskriege, weil hier sehen wir eben diese enorme Zeitverschiebung. Also die Tatsache, dass sich ein russischer Militärkonvoi zwar langsam, aber immer noch über Zeit jetzt auf Kiew zubewegen wird, das wird immer noch schneller gehen, selbst wenn dieser Konvoi offensichtlich große technische Probleme hat, als dass die Schlinge um die Oligarchenhälse, jetzt mal bildlich gesprochen, wirtschaftlicher Natur, dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Wladimir Putin abgesetzt wird. Also diese hehren Hoffnungen, die jetzt schon quasi auf dem Reißbrett gezeichnet werden, dass es doch Druck geben könnte, der so groß wäre von den Oligarchen und von dem engsten Geheimdienstkreis und Militärkreis um den russischen Präsidenten herum, dass wir einen Präsidentensturz vor der Wahl 2024 erleben. Ich glaube, das ist illusorisch. Umgekehrt sehen wir aber, dass trotz der Informationssperre diese Kombination aus Sanktionen und jetzt eben auch dem Entschluss, dass zum Beispiel dass man eben nur beschränkt Geld abheben kann aus den russischen Konten, dass der Rubel jetzt wirklich in den Keller saust, dass umgekehrt auf den großen Kapitalmärkten russische Anleihen so verfallen, aber umgekehrt auch eben für den einzelnen Städtebewohner in Moskau Dinge nicht mehr möglich sind, elektronisch zu bezahlen, bei H&M einzukaufen, zu Ikea zu gehen, etc. Also dass trotz einer Informationsblockade, die der russische Staat und das russische Staatsfernsehen verhängt, Menschen jetzt doch spüren, hier geht es wirklich um ihre um ihre eigene ökonomische Freiheit und Entscheidungsfreiheit und umgekehrt, dass zum Beispiel jetzt russische paralympische Athleten nicht in Peking sich dem Wettbewerb stellen können etc., scheint doch dann durchsickern zu lassen, dass es hier deutlich viel klarer, viel dezidierter, viel deutlicher geworden ist. Und die Tatsache, dass das Sanktionenpaket eben auch noch weitergehen kann, dass wir jetzt über das Kappen von Nord Stream 1 nachdenken, über Sanktionen, also oder umgekehrt Umlagerungen natürlich innerhalb der Energie oder der energetischen Entscheidungen der Energieversorgung von Kontinentaleuropa nachdenken. Das zeigt doch sehr wohl, dass wir uns jetzt mit einer ganz anderen Dimension beschäftigen. Und ich glaube sehr wohl, dass das Wirkung zeigen wird.
aber eben verlagert. Und da gebe ich dem Kollegen Professor Lenz eben sehr recht. Es ist jetzt eben dann die Frage, wie lange solche Bewegungen gehen werden, sodass wir wirklich dann ein diplomatisches Einlenken sehen könnten. Und ich mache noch einen letzten Punkt, wenn es darum geht, wie könnte man außer Sanktionen auf Herrn Putin einwirken. Da denken wir an die großen Länder, die sich zum Beispiel bei der UNO-Vollversammlung enthalten haben der Stimme. Sie haben sich enthalten, sie haben nicht dagegen gestimmt. Aber was wir zum Beispiel sehen und was nicht viel in die Presse kommt, ist eine extrem dynamische Diplomatie von Washington mit Peking zum Beispiel gerade. Oder eben auch eine diplomatische Avance nochmal von den USA ausgehend Indien gegenüber. Dass sich doch diese beiden Länder überlegen sollten, sich auf die richtige, in Anführungszeichen, auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen. Und gerade gestern ist der amerikanische Botschafter in Peking angekommen. Ich weiß das deshalb so genau, weil es 12 Jahre mein Chef war. Das heißt, da werden auch noch andere Hebel genutzt werden, um auf Russland einzuwirken, die über die Sanktionen hinausgehen. Ja, also es klang schon an, die Sanktionen sind deutlich härter als das, was wir etwa im Zuge der Annexion der Krim gesehen haben. Und ich glaube, wir sehen erste Erfolge. Russland hat begonnen, jetzt wieder Kapitalkontrollen einzuführen, weil also unheimlich viel ausländisches Kapital in der letzten Woche aus dem Land abgeflossen ist. Dem versucht man jetzt Einhalt zu gebieten, indem man das verbieten möchte. Das sind erste Auswirkungen ganz konkret dieser Sanktionen. Nichtsdestotrotz wirken Sanktionen mittel- und langfristig. Auch das ist richtig. Ich denke, die interessanteste Frage, neben dem Punkt, den Frau Glüwer-Eschbruck angesprochen hat, dass die Sanktionsspirale ja noch nicht beendet ist, dass sie noch weiter gedreht werden kann, was, glaube ich, wichtig ist. Es sind immer noch italienische Luxusprodukte von den Sanktionen ausgeschlossen, französische Agrarprodukte, deutsche Energieimporte. Das heißt, es bleibt noch ein bisschen Spielraum, die zu verschärfen. Nichtsdestotrotz sind sie schon scharf. Und ich glaube, eine entscheidende Frage wird sein tatsächlich, ob sie auf die Machtbasis, die Putin in Russland hat, Auswirkungen haben können. Da bin ich nicht ganz so pessimistisch wie die Kollegin, weil ich glaube, dass eine von zwei wichtigen Säulen tatsächlich die Loyalität und Solidarität der russischen Oligarchen ist und Sanktionen, die diese Oligarchen tatsächlich treffen, die im Grunde wenig politisch interessiert sind und aus rein wirtschaftlichen Gründen sozusagen Putin die Treue halten und sich mit politischen Äußerungen zurückhalten und so. Das könnte schon dazu führen, dass die zumindest Abstriche machen an ihrer sozusagen Loyalität. Und ich glaube, das würde Putins Machtbasis nicht von heute auf morgen entziehen oder so. Aber es würde Druck ausüben an verschiedenen Fronten. Und da sind, glaube ich, diese Sanktionen gegen die Oligarchen tatsächlich ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist sicher, und davon hängt, glaube ich, vieles ab, wie sehr es Deutschland schaffen wird, seine Energieimporte jetzt im Zuge dieser Krise zu diversifizieren. Also schafft es Deutschland tatsächlich unabhängiger zu werden von russischen Gas- und Ölimporten. Dafür scheint es im Moment einen politischen Willen zu geben. Ich würde mir wünschen, dass das passiert. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt und vielleicht sogar wichtiger noch als das, was wir jetzt an Sanktionen gegen die Oligarchen sehen. Und dann daneben spielt China eine wichtige Rolle, das klang eben schon kurz an. Es ist unklar bisher, wie sich China ganz konkret in diesem Konflikt positioniert. Also sie waren sehr zurückhaltend bisher mit sozusagen Kritik an Putin. Nichtsdestotrotz scheinen sie auch einzusehen, dass wenig dabei zu gewinnen ist, sich jetzt uneingeschränkt an Putins Seite zu stellen. Nicht zuletzt deswegen, weil man die wirtschaftlichen Beziehungen zu westlichen Ländern, die für China nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle spielen, nicht gefährden möchte. Das heißt, das ist, glaube ich, ein dritter wichtiger Punkt, um sozusagen auf Russland einzuwirken. Versuchen, die chinesische Verbindung mit Russland auf diplomatischem Wege, so gut es geht, zu schwächen. Ich glaube, genau diese Dynamik, die in den Sanktionen selbst steht und die Interaktion der Sanktionen mit dem politischen Prozess, der angesprochen wurde und was das bedeutet, das ist von
das ist die zentrale Frage, können wir diese Dynamik aufrechterhalten? Das ist, wenn China auf Energieimporte verzichten würde, wenn Deutschland auf Energieimporte verzichten würde. Für beide Länder eine ganz schwierige Frage, hat das natürlich nochmal finanziell eine ganz andere Auswirkung und beschleunigt natürlich die Wirksamkeit von Sanktionen, hat aber natürlich die Frage, was ist in einer Demokratie der eigenen Bevölkerung zumutbar? Das ist keine leichte, die werden wir hier nicht beantworten können. Das hängt eben von dieser gesellschaftlichen Absicherung auch ab, die Professor Lenz ja schon mal bei einer anderen Frage erwähnt hat. Und da sehen wir die Bedeutung der öffentlichen Meinung, der individuellen Initiativen, die sozusagen die Einschätzung auch den Politikerinnen und Politikern gibt, wie weit kann ich gehen, wie schnell darf ich gehen und sozusagen wie viel ist Frieden und Freiheit wert im wahrsten Sinne. Und wir sehen das ja anhand der Ausnahmen, dass sozusagen jeder sich noch sein Stück Kuchen, was er im Moment braucht, auch innerhalb von Europa gesichert hat. Wir sehen aber auch, wenn sie wirksam sind, Nord Stream 2 Aktiengesellschaft hat schon Konkurs angemeldet. Ja, also das geht dann sozusagen, wenn man sehr konsequent ist, auch relativ schnell. Wir haben jetzt noch als eine letzte Frage von den Studierenden einen Blick, den ich für unglaublich wichtig halte, in Richtung der russischen Bevölkerung. Was ist die Rolle der russischen Bevölkerung? Kennen wir irgendwelche Informationen und valide Daten der russischen Bevölkerung an Zustimmung zum Krieg? Ist hier die Frage. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, diese Differenzierung zwischen Putin und sozusagen der Regierung und der russischen Bevölkerung. Und diese Differenzierung aufrechtzuerhalten ist etwas, was auch eine Brücke bauen kann für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, weil Russland bleibt Nachbar, aber wir wollen ein friedliches Russland als Nachbar und nicht eine Bedrohung. Daher die Frage, wie schätzen Sie die Rolle der russischen Bevölkerung ein? Also erstmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, nochmal sich die Bilder vor Augen zu halten der vielen Russen, die gerade in russischen Städten jetzt auf die Straße gehen. Also mich hat sehr bewegt dieses Bild der offensichtlich über 80-jährigen Frau mit ihren 2 Schildern, die von hoch bewaffneten Sicherheitsleuten abgeführt wurden. Heute Morgen wieder die Meldung, wenn man quasi über den Krieg als Krieg spricht, dass dann 15 Jahre Haft drohen können, also wirklich die Repressalien und die Drangsalierungen, die das Regime auch gegenüber seiner eigenen Bevölkerung weiter durchführen möchte, wenn sie sich mit einer Ehrlichkeit mit den konkreten Realitäten auseinandersetzen. Wir dürfen nicht vergessen, nochmal, dass ganz, ganz große Teile des Landes, und es ist genau wie wenn man über die USA redet, muss man sich darüber klar sein, wie groß und wie vielfältig dieses Land ist, und das trifft auf Russland fast noch mehr zu. Wladiwostok, die Mongolei, das sind alles Teile Russlands, die oder Teile der Steppen vielmehr, die wirklich ganz andere an Informationen ganz anders herankommen oder eben nicht herankommen. Also insofern muss es wirklich darum gehen, zu versuchen, vom Westen aus auch, wie wir das auch im Kalten Krieg getan haben. Und im Kalten Krieg, und das ist vielleicht das, was wir aus dieser Zeit und aus dieser Ära vielleicht jetzt am schmerzlichsten vermissen, dass wir keine wirklichen guten, weil wir uns einfach auf das Internet und auf Plattformen verlassen haben, Informationen über die ganze Welt zu spülen, dass wir solche Dinge nicht mehr verfolgt haben oder nicht mehr so unterstützt haben, wie wir es vielleicht längerfristig hätten unterstützen müssen, wie Radio Free Europe und verschiedene andere Initiativen, die immer dafür gesorgt haben, dass es freie Medien gerade in Ländern gab, die gegebenenfalls von diesen Informationen abgeschnitten wurden. Das heißt, es ist sehr gut, weiterhin diesen, was wir früher People-to-People-Kontakt genannt haben, zu beschleunigen. Und ich weiß aus dem Auswärtigen Amt vor dieser Krise, dass viel darüber nachgedacht wurde und steht auch im Koalitionsvertrag auf Seite 166. Das weiß ich deshalb genau, weil es für mich ein besonderes Arbeitsthema ist, gerade mit urbaner Diplomatie, mit Städtekontakten, mit Kontakten von Menschen in Städten weiterzuarbeiten, da zu erkennen, was man voranbringen kann im Dialog. Das müssen längerfristig auch Überlegungen sein, die wir weiterführen und die auch im Herzen zum Beispiel der deutschen Außenpolitik weitergeführt werden müssen. Denn es gibt natürlich die Bewegungen, die sich gegen diesen
amtierenden Staatspräsidenten stellen, aber die sich eben auch, und da ist auch nochmal hervorzuheben, diese unglaubliche Organisation der Mütter der Veteranen, die im Grunde genommen auch sehr eingeschränkt worden sind, die jetzt quasi einen Maulkorb bekommen haben, nochmal über die letzten paar Tage, aber die sich in den vergangenen Jahren, auch nach dem Krieg in Georgien, als ganz starke zivilgerichtete Zivilrechtsorganisation etabliert haben. Dass wir diese unterstützen als Westen, dass wir da auch Informationen bekommen, richtig hören können in die Bevölkerung, um besser einschätzen zu können, wie steht es denn jetzt eigentlich um die Zukunft von Wladimir Putin oder wie steht es um die mögliche Zukunft einer tiefer greifenden Demokratieumwälzung oder einer sich tiefer setzenden Demokratiebewegung in Russland. Das haben wir über die Jahre schleifen lassen oder zu sehr schleifen lassen. Und das heißt, da muss sich der Westen aktiv auch noch wirklich mit reinlehnen, gerade diesen Anschluss zu suchen zur russischen Zivilbevölkerung und eben auch gerade das Informationsangebot zu unterstützen. Denn wie wir natürlich jetzt feststellen, ist fast nichts im 21. Jahrhundert so prekär wie die Tatsache, dass wir nicht mit den gleichen Fakten, mit dem gleichen Blick auf die Realität arbeiten können, wie wir das vielleicht vorher haben tun können. Ja, also nach meinem Wissen gibt es tatsächlich wenig offizielle Daten darüber, wie populär dieser Krieg ist. Man kann in einem autoritären Staat nicht mal einfach eine Meinungsumfrage durchführen und darauf hoffen, dass die befragten Personen dann tatsächlich wahrheitsgemäß antworten. Man kann aber doch einige Dinge sagen. Das eine ist, dass dieser Krieg deutlich weniger populär ist, als es etwa die Annexion der Krim war oder auch das Vorgehen im Donbass. Also es gibt weniger Zustimmung nach dem, was man so hört und aus Internetquellen sozusagen ablesen kann, jetzt zu diesem Krieg mit dem Angriff auf Kiew und das gesamte Land. Gleichzeitig wird einiges von dem Kriegsverlauf selbst abhängen, glaube ich. Also der scheint ja nicht nach Plan zu verlaufen. Ich glaube, so wissen wir jetzt aus russischer Perspektive. Wenn das jetzt ein relativ langer Krieg sein sollte, bei dem es viele russische Opfer gibt, dann glaube ich, wird das schon einen auch starken Einfluss haben auf die Frage, wie dieser Krieg in der Bevölkerung gesehen wird. Denn leichte militärische Erfolge sind oft populär und waren es in Russland auch bisher. Aber sozusagen militärische Abenteuer, die zu vielen Toten führen, ohne klare Gewinne, klare Ergebnisse, sind unpopulär. Und wenn sich der Ukraine-Krieg als ein solcher herausstellen sollte, dann glaube ich, wird das ein echtes Problem für Wladimir Putin und seine Machtbasis sein. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen zu den Dynamiken, die vor uns liegen. Und das ist auch noch mal deutlich geworden. Wir haben die militärische Dynamik, die wir nicht unterschätzen dürfen, auch in ihrer Rückwirkung mit der russischen Bevölkerung. Professor Lenz hat das noch mal deutlich gemacht. Diese ist aber auch abhängig natürlich von der Frage freier Medien, freier Informationen. Und wir sehen an so einer Stelle auch wiederum, wie wichtig es ist, für die Demokratie strukturell, systematisch, kulturell die ganze Zeit einzutreten und sie abzusichern. Und diese Schritte stehen vor uns. Das ist mir sehr deutlich geworden durch unser Gespräch, welch große Aufgabe in vielfältiger Hinsicht mit Hinblick auf Frieden, aber auch mit Hinblick auf die Bereitschaft, ökonomische Nachteile zu tragen für Werte und das unmittelbare vielfältige Engagement, die Verankerung von Demokratie und allem, was wir mit Demokratie an Rechtsstaatlichkeit, an Freiheitsrechten, an Solidarität verbinden, das voranzubringen. Das ist eine Einladung an Sie, liebe Studierende, diesen Prozess mitzugestalten. Durch Diskussionen, durch Meinungsbildung, aber auch durch Initiativen, wie wir sie schon sehen, wie wir sie an vielen Stellen sehen, für die ich Ihnen ganz herzlich danke. Nicht nur für Ihr Interesse, sondern auch für Ihr Handeln. Und dafür, dass Sie so aktiv Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, mit der Regierung in schwierigster Lage dort praktizieren. Und dass wir gemeinsam in Europa hoffentlich die Chance haben, ein friedliches und freiheitliches Europa zu sichern und für die Zukunft zu erhalten. Daran wollen wir auch hier an der Universität arbeiten
unmittelbar mit Unterstützung für ukrainische Menschen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ein Kollege von Tobias Lenz hat schon einen Kollegen eingeladen. Das werden wir natürlich seitens der Universität unterstützen, hier zu forschen. Wir werden Einladungen für ukrainische Studierende der Online-Teilnahme im Sommersemester haben und vorbereiten und sind auch mit der studentischen Vertretung von Ihnen in Austausch und Diskussion, wie wir helfen können und was unser Beitrag für die langfristige Freiheit und für Frieden ist. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen, dass Sie in Ihrer Konferenzwoche und auch Ihnen, liebe Gäste, die Sie teilgenommen haben, diese Themen in den Mittelpunkt Ihrer Aufmerksamkeit und Ihres Überlegens, was zu tun ist, stellen. Herzlichen Dank meinen beiden Gästen und Ihnen und wollen wir hoffen und bleiben wir guter Hoffnung. Herzlichen Dank.